Die Türkei unterstützt die Freie Syrische Armee, kurz die FSA. Das waren früher Soldaten der Regierungsarmee, welche auf die Seite der Demonstranten des arabischen Frühlings gewechselt hatten. Auch ehemalige Soldaten der Armee möchten, wie die Demonstranten, ihren Präsidenten und Abgeordnete an der Urne wählen können. Seither kämpfen sie gegen die syrische Regierung. Die Freie Syrische Armee hatte schon fast die Hälfte des Landes unter ihrer Kontrolle, als im Nordosten Syriens ab 2013 sich auch die USA mit der Operation Timber Sycamore in den Bürgerkrieg einmischte. Die USA kämpfte an der Seite der von ihnen mobilisierten Terrororganisationen gegen Syriens Regierung, aber auch gegen die Freie Syrische Armee. Da hatte Deutschland die Rolle, Aufklärungsflüge für die USA zu fliegen, um die richtigen Stellen zu bombardieren. Mithilfe der USA besetzten die Ableger der Terrororganisation PKK, wie die SDF, größere Teile Syriens. Und mit dem Einfall der ISIS in Syrien verlor die von der Türkei unterstützte Freie Syrische Armee FSA ihre bisherigen Erfolge an die kurdische PKK und den ISIS. So zeigt es auch die Karte von 2015. Die Türkei war bereit, den Kampf gegen den ISIS gemeinsam mit der USA anzugehen. Die USA lehnte ab und unterstützte weiterhin die militanten PKK-Ableger, welche in Syrien einen eigenen Staat gründen wollen. Die PKK-Terroristen wurden nochmals in SDF umbenannt, um den Anschein zu erwecken, dass es sich um legitime Kräfte in Syrien handle. Denn die PKK ist in vielen Staaten verboten. So auch in den USA und Deutschland. Aber auch die FSA wurde durch die USA zur Terrororganisation erklärt. Die Türkei steht nach wie vor für die Integrität Syriens. Das bedeutet, die Grenzen des Landes Syrien dürfen nicht verändert werden. Syrien soll weiterhin wie vor dem Krieg bestehen bleiben. Deshalb unterstützt die Türkei das Vorhaben der USA nicht und mischte sich ab 2018 aus Sicherheitsgründen und stützend auf das Adana-Abkommen im Bürgerkrieg in Syrien ein. Im verlinkten Video erfährt man, was das Adana-Abkommen ist. Gemeinsam mit der Türkei konnte die Freie Syrische Armee den Norden Syriens 2019 wieder unter ihre Kontrolle bringen. Die ISIS ist besiegt. Die Türkei baut in der Pufferzone Syriens im Norden die zerstörten Gebiete wieder auf. Einige der Millionen Flüchtlinge in der Türkei konnten wieder zurück in ihr Heimatland. Die zerstörte und von der PKK missbrauchte Infrastruktur wurde wieder errichtet. Mithilfe der Türkei werden Häuser, Schulen und Spitäler wieder in Syrien gebaut. Die Türkei wünschte sich, dass auch westliche Länder sich an diesem Projekt beteiligen würden. Aber die EU hat leider nicht einmal die versprochenen 3 Milliarden Euro pro Jahr für den Flüchtlingsdeal vom 2016 vollständig bezahlt.